Grüß euch. Heute möchte ich euch was Spezielles zeigen. Ich habe vor kurzem ein sehr altes Vogelhäusl geerbt. Das hat einen Freund von mir gehört, das war bei ihm zu Hause. Das ist das schöne Vogelhäusl. Ich muss ein bisschen klein machen, damit ich schon im Bild bin. Äh, ja, es hat ein bisschen geschneit in der Nacht, deswegen ist es im Hintergrund schön weiß. Es tröpfelt jetzt ein bisschen, weil es jetzt wieder taut. Aber hier ist das schöne Vogelhäusl, das ich geerbt habe. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Das werde ich reparieren und schön machen. Ich wollte schon vor längerer Zeit ein Vogelhäuschen bauen, aber es ist halt zeitlich, was nie möglich, aber ich wollte auch ein viel kleineres Vogelhäuschen bauen. Also nicht so ein riesiges, es ist doch ganz schön groß, also in diesem Blockhausstil, es gefällt mir sehr gut. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt hernehme und upgrade. Und ich werde das mit Erden hier verwenden, hier aufbauen. Ich habe es halt vom Johann bekommen. Der ist leider schon verstorben von einigen Jahren. Und ja, es freut mich sehr, dass ich dann, immer wenn ich das Vogelhäuschen hier sehe, an ihn denken kann. Es ist wirklich wunderschön. Also dieser ganze Stil, es ist so hübsch und mit Liebe auch gemacht. Also wirklich voll super. Ja, ihr seht auch, dass es hier doch einige Schwierigkeiten gibt. Also diese ganzen Dachdinger, die sind kaputt. Und mein Vater hat hier eine ganze Kiste voll von diesen Holzschindeln hier. Und mit diesen Schindeln werde ich dann verwenden und hier dann dementsprechend zuschneiden und das aufbauen. Alles klar, dann ich werde das jetzt mit in die Werkstatt nehmen und dann schauen wir uns das mal an. Alles klar, bis dann. Jetzt habe ich es im Keller. Das passt jetzt sehr gut. Ich werde das jetzt mal reinigen, ein bisschen aussaugen und anderes Zeug machen. Ich habe mir das Vogelhäuschen ein bisschen genauer angeschaut. Bin jetzt drauf gekommen, es gab halt keinen Klappmechanismus. Alles ist sehr morsch, wenn man das hier sieht. Das ist alles leider nicht mehr so schön. Alles total morsch. Ich muss das wahrscheinlich alles neu machen. Aber was ich upgraden möchte, ist, dass ich dieses Häuschen aufklappen kann. Das könnte ein großer Vorteil sein. Einfach zum Nachfüllen, zum Reinigen, auch zum Reparieren. Ich mache hier oben so Scharniere rein, damit ich das Dach dann so aufklappen kann. Das ist so die Idee. Okay, passt. Dann mittlerweile, ihr seht, es schaut jetzt nicht mehr so schnell schön aus. Da ist doch einiges zu tun. Ich halte euch am Laufenden. Diesen Schornstein werde ich umbauen und da werde ich meine Befüllungsanlage machen. Also dass ich von oben dann das Vogelfutter einfüllen kann. Und hier drin werde ich noch so eine Halterung machen, also dass das Vogelfutter nach außen schön wegrennen kann. Okay. Ich bin schon mal einiges weiter. Wie ihr seht, ich habe hier das schon mal abgegradet. Das hält jetzt. Den Balkon habe ich jetzt schön gemacht. Ja, da kommt jetzt die nächsten Platten drauf. Jetzt bin ich nur überlegen, ob ich nicht irgendwelche Elektronik da reinbaue. Die Vorhänge werde ich noch upgraden. Und den Kamin, der hat ein Loch. Das ist total Glas. Schaut mal. Also das ist zum Einfüllen. Was ich noch zusätzlich machen werde, ist, ich werde hier drin so einen Verlauf machen, damit das Futter da schön rausrennen kann. Passt. Das habe ich schon mal soweit fertig. Das Dach schaut jetzt wieder gut aus, es ist repariert. Also ich habe den Balkon neu eingemacht und jetzt werde ich anfangen, meine Schindeln zuzuschneiden. Also da muss ich noch ein bisschen was ausbessern. Jetzt werde ich die Schindeln anfangen zu montieren. Eine Reihe durch rüber, dann wird es überlappend. Also es wird so herkommen, dann kommt das so drüber und so versetzt. Okay.
ich schon ziemlich fertig mit dem Ganzen. Ja, rundherum die Schindeln drauf gemacht, unterhalb des Dach. Jetzt kommen da noch Halterungen, dann schneide ich den Tisch zu. Ja, und ich will es heute noch rausstellen. Das hatte ich ja ganz vergessen. Bald werde ich mit meiner Playlist mit alter, vergessener, obsoleten, cooler Soft- und Hardware weitermachen. Und da wird dann bald der C64 eine Rolle spielen. Also falls für euch jemand solche Hardware hat, nicht weiß, was er damit anfangen soll, bitte schickt's mir, tritt mit mir in Kontakt und ich möchte hier einige coole Sachen euch zeigen, was hier alles zu machen ist. Alles klar, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Hier nochmal dieser Medion Computer. Schöne Feiertage und bis bald. Tschüss.